Ich wollte eigentlich nur mal kurz zu DM. Aber Leute, wer kennt's, man kommt mit einer großen Tüte wieder raus. Aber ich musste aufstocken und meine Lieblingssachen wieder für Mallorca einkaufen. Ein paar Fotos habe ich auch noch ausgedruckt. Und zu meiner Verteidigung, es gibt kein DM auf Mallorca. Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Leute, ich bin immer noch in Deutschland, aber nicht mehr so lange, weil wir fliegen gleich zurück nach Mallorca. Und ich bin schon am Packen, Leute. Guckt mal, ich will meinen Koffer. Ich hoffe, alles passt rein, weil ich muss jetzt auch noch meine ganzen DM-Markt-Sachen reinbekommen. Und ich dachte, wenn ich jetzt gerade die Sachen alle einpacke, zeige ich einfach mal, was ich immer bei DM kaufe und dann mitnehme nach Mallorca. Also meine DM-Must-Haves. DM-Haul. Ihr glaubt nicht, wie viel ich bei DM ausgegeben habe, Leute. Ihr wollt es nicht wissen. Wir reden nicht über die Preise. Fangen wir an mit Body und Hair Care. Da haben wir einmal meine Lieblings-Haarkur. Die ist von Ghoul. Und ich habe ja blonde Haare und da benutze ich immer so Anti-Gelbstich-Sachen. Weil manchmal sprühe ich ja dieses Sonnenspray da drauf und eventuell werde ich manchmal ein bisschen rothaarig danach. Und dieser Gelbstich oder Rotstich geht halt damit richtig gut weg. Und das ist die beste, die ich bis jetzt ausprobiert habe, weil es gibt ja auch so Silber-Shampoo und so Silber-Haarspülung. Aber das hier ist so eine richtige Kur, die wirkt halt nur so lange ein wie eine Spülung, aber macht dann halt noch mehr die Haare so schön. Bisschen weißer, nicht so gelb. Okay, und jetzt kommt Leute, das müsst ihr euch holen. Das ist von Balea. Und ich glaube, das ist diese Nachmache zu diesem Wow-Spray, dieses silberne. Kennt ihr das? Das sieht auch so ein bisschen so aus, es glänzt auch so. Das ist von Balea. Glow Perfect Shine Coat. Und es hat auch Hitzeschutz drin. Und das ist so Anti-Frizz. Weil wenn ich meine Haare so glatt mache, habe ich so voll oft so abstehende Härchen. Und bevor ich die dann halt glätte und mit diesem Dyson Airstraight sprühe ich das drauf, dann habe ich Hitzeschutz und dann habe ich halt auch nicht so dieses Abstehen, als hätte ich in die Steckdose reingefasst. Also trust me, holt euch das. Wenn ihr glänzende Haare haben wollt und nicht aussehen wollt wie Hagrid und nicht so viel Geld ausgeben wollt für dieses Wow-Zeug, weil das ist genau das gleiche und kostet halt viel weniger. Okay, was haben wir noch? Das benutze ich jetzt immer, weil ich habe festgestellt, dass wenn ich Shampoo benutze, wo keine Sulfate drin sind, steht drauf, frei von Sulfaten, dann werden meine Haare viel so geschmeidiger und viel weicher. Und das heißt Bond Repair Shampoo von L'Oreal. Ich mag das voll gerne, das schäumt gut. Ich hatte immer Angst, dass wenn ich so sulfatfreies Shampoo benutze, dass ich dann nicht so meine Haare aufschäumen kann. Aber ich merke keinen Unterschied zu dem normalen Shampoo, wo halt Sulfate drin sind. Nur, dass das hier schon da für meine Haare ist. Das ist ein bisschen teurer leider als normales Shampoo. Aber ihr braucht ganz wenig Produkt nur. So, ihr kommt ganz lange aus. Ich schäume das mal mit Wasser auf, mache dann noch die Haare drauf. Und ja, das habe ich jetzt auch schon ganz oft wieder nachgekauft. Das nehme ich mit nach Malle. Next. Let's see. Ah ja, das müsst ihr euch holen, wenn ihr kein gutes Trockenshampoo habt. Oder wenn ihr immer noch Trockenshampoo benutzt, das man so drauf sprüht. Weil erstens habe ich das Gefühl, ich vergifte mich selber damit, wenn ich dieses ganze Trockenshampoo einatme. Und das hier ist viel, viel besser. Das ist nämlich so ein Trockenpuder. Das ist von Alverde. Das gibt es halt auch nur bei DM. Das ist halt... Ah, jetzt ist die Kappe drauf. Da kommt halt so Puder raus. Und das mache ich dann auf meinen Haaransatz. Und dadurch werden die Haare viel voluminöser. Und ich habe auch das Gefühl, dass das viel besser ist als dieses normale, was man so drauf sprüht. Also das hier hält viel länger und es trocknet auch die Kopfhaut nicht aus, weil wenn ich mir dieses andere drauf gesprüht habe, haben meine Haare immer so richtig davon gejuckt und so und ich wollte meine Haare direkt danach waschen und da habe ich halt gar nicht das Gefühl. Das ist perfekt. Und auch wenn ich hinten so fettige Haare gehabt habe und ich einfach keine die zu waschen oder keine Zeit drauf gemacht habe, das würde ich gar nicht mehr gesehen. Also das habe ich mir jetzt 4-mal noch mitgenommen. Es tut mir leid, wenn ich nicht alles wegkaufe im DM. Dann haben wir das von Balea, das heißt Keratin Repair Overnight Fluid. Und das mache ich natürlich über Nacht in meine Haare rein. Auch gern, bevor ich die auf diese Heatless Curls mache, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da sowas reinmache, so Produkt, dann formen sich diese Locken schöner. Das ist halt richtig praktisch und das macht die Haare nicht so fettig, also nicht so, wie nennt sich das, schmierig. Und dann sind die am nächsten Tag so richtig schön weich und glänzend. Oder auch, wenn ich die halt am nächsten Tag wasche, dann packe ich das bis hier oben in meine Haare rein, weil das ist halt auch für brüchiges und strukturgeschädigtes Haar. Also falls ihr irgendwie so vorne so Strähnen habt, die leicht abbrechen, da mache ich das rein und dann ist auch ohne Silikone. Also ich versuche meistens immer alles ohne Silikone zu benutzen. Ich habe so eine Haarspülung, die ist mit Silikone, aber das finde ich halt nicht so gut für meine Haare. Dann habe ich noch was. Da hatte ich am ersten Mal ein bisschen Angst, das zu benutzen, aber ich habe es ausprobiert. Und zwar ist das ist so ein Haarglossing, das ist von Schwarzkopf. Das ist halt so ein, ja, ich würde nicht sagen wie Haarfarbe, aber dadurch, dass es halt auch so eine lilane Farbe hat, macht es die Haare so richtig schön weißblond. Also es gibt es auch für andere Haarfarben. Ich habe es gesehen, es gibt es auch für braune Haare. Es ist einfach so ein Glossing, also davon glänzen die Haare so richtig und die Farbe wird halt so ein bisschen mehr
versiegelt. Also alle Blondies, die hier zugucken, Leute, holt euch das. Oder wenn ihr braune Haare habt, bitte probiert mal das für braune Haare aus und schreibt mal rein, wie ihr es fandet, weil das würde ich gerne mal wissen, ob das auch gut klappt. Das mache ich erstmal wieder, wenn ich zu Hause auf Mallorca bin. Da freue ich mich schon drauf. Ich zeige euch mal die besten Haargummis, die ich immer benutze. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so glatte Haare habe und ich mache hier ein Haargummi rein, dann ist danach so ein Knick da drin. Das finde ich richtig blöd. Deswegen habe ich die. Das sind die besten blonden Haargummis. Die sind so richtig schön weich und dehnbar. Damit kann man die besten Zöpfe auch machen. Keine Ahnung, die sind von Ebelin. Falls ich so länger einen Ponytail mache, der richtig lang halten soll, benutze ich die hier. Die sind wie diese Invisibobbles, aber halt nicht so teuer. Die sind auch von DM, von dieser Eigenmarke. Und das sind halt diese Telefonkabel-Haargummis. Liebe ich. Also die machen absolut gar keinen Knick in meine Haare rein. Und damit halten halt meine Ponytails richtig gut, wenn ich so Sport mache. Oder die benutze ich auch im Sportunterricht richtig oft, weil wenn ich so normale, dünne Haargummis nehme, das geht direkt wieder auf und dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Dann machen wir jetzt weiter mit Bodycare. Da habe ich zuerst das hier. Das ist durch die bestriechende Bodylotion, die es im DM gibt. Die ist von Be Routine Bodycreme in Vanilla. Und ich liebe ja alles, was nach Vanille riecht. Und ich habe so lange versucht, irgendwas zu finden, was riecht wie diese EOS Vanille Cashmere Body Lotion, weil die habe ich ja in Amerika gekauft. Und die gibt es in Deutschland nicht. Und die riecht auch ein bisschen wie das Sol de Janeiro, also dieses Gelbe. Also ich wünschte, es gibt so Duftvideos, dann könnt ihr es riechen, aber ihr müsst mal im DM dran riechen. Ich finde, die riecht wirklich sehr lecker. Und die ist auch so ein bisschen dicker, also das macht so eine richtig schöne Bodylotion-Schicht. Aber die zieht halt trotzdem sehr gut ein und ich finde, die sieht auch schön aus so. Dann haben wir Duschgel. Ich liebe die Alverde Duschgele, weil das Naturkosmetik ist. Ich liebe alles, was Bio und Naturkosmetik ist. Das heißt Verwöhndusche, Wohlfühlgefühl. Mit Vanille und Mandeln. Das riecht auch so schön vanillig, aber ist halt nicht zu parfümiert. Ich mag das auch nicht, wenn das so doll nach Parfüm riecht. Und dann das hier, das ist auch cool. Das habe ich mir jetzt auch schon öfter geholt. Das heißt Brazilian Love. Und das riecht wirklich 1:1 auch wie das gelbe Sol de Janeiro. Und das ist ein Körperpeeling. Das benutze ich auch manchmal, um meinen Selbstbräuner abzumachen. Dann haben wir das hier. Ich habe so viel gefunden, das riecht wie Sol de Janeiro. Das hier nämlich auch ein bisschen. Das ist auch schon in diesem gelben Design. Und das riecht nach Pistazie und Salted Caramel. Und das ist ein Bodyspray von DM, das heißt Beautiful Dreams. Und ich glaube, das benutze ich hier in Deutschland öfter als auf Mallorca. Aber auf Mallorca benutze ich auch mein richtiges Vanilleparfüm. Aber ich will das in Deutschland nicht so verschwenden. Deswegen habe ich mir jetzt hier so ein Bodyspray geholt. Und dann haben wir noch ein Deo. Das heißt Dove Whole Body Deo. Weil ich mag das nicht so, wenn mein Deo so in die Klamotten einzieht und dann alles nach diesem Deo riecht. Oder ich mag generell nicht so gern diesen Deo-Geruch. Und das hier riecht schön nach Lavendel, also es riecht jetzt nicht unangenehm, aber das bleibt halt nicht so in den Klamotten hängen, finde ich. Das ist aluminiumfrei, aber ich finde, das wirkt super gut. Also das habe ich auch beim Sport drauf und ich stink danach nicht. Und vor allem stinke ich nicht nach diesem Deo-Eigengeruch, weil dann bringt mir das auch nichts. Ich hasse das. Also das heißt Whole Body Deo, aber ich mache es halt eigentlich nur unter die Arme drauf. Ich weiß nicht, wo man es noch hin tun kann, aber kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Okay, jetzt haben wir noch was Kleines, Handcreme. Die habe ich mir aus dieser Reiseabteilung mitgenommen und die benutze ich halt in der Schule ganz oft. Ich packe das einfach mal ein Mäppchen rein oder in so ein kleines Necessaire, wenn ich irgendwo hingehe. Meine Handtasche. Intensiv-Handcreme von Alverde. Sehr trockene Haut. Pflegt super und ich finde, die zieht total gut ein. Vor allem, wenn man unterwegs ist, hasse ich das, wenn meine Hände voller Handcreme sind und dann mein ganzes Handy verschmiert. Deswegen, die ist echt super. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit Make-up. Da hole ich eigentlich bei DM mein meistes Make-up. Also ich finde, man braucht nicht immer so teures Make-up. Ich habe eine richtig gute Foundation gefunden von Alverde, weil ich benutze normalerweise immer die von Kaya, aber die ist halt ein bisschen teurer und die will ich halt nicht jeden Tag benutzen. Deswegen habe ich mir jetzt eine geholt, die ich so everyday benutzen kann. Und das ist die von Alverde, das ist auch Naturkosmetik. Die heißt Perfect Cover Foundation und Concealer. Und ich finde, Leute, die deckt so gut ab. Also ich glaube, es ist, wenn man die halt auch als Concealer benutzen kann, aber dann brauche ich meistens unter den Augen gar keinen mehr drüber machen. Ich habe so lange gesucht, dass ich so ein gutes Make-up finde, wo nicht so schädliche Inhaltsstoffe drin sind. Also das habe ich halt gehört, dass in den meisten Foundations von so anderen Nicht-Naturkosmetik-Marken so viele schädliche Chemikalien drin sind. Und wenn ich mir das jeden Tag aufs Gesicht schmiere, dachte ich, ist nicht ganz so gut. Ich habe das in der dunkelsten Farbe in 40 Karamell. Aber ein Problem, wenn Sommer wird, glaube ich, ist die ein bisschen zu hell. Deswegen habe ich mir das hier geholt. Von Trend It Up ist das. Das heißt Mix and Match. Und das ist für Foundation, um die dunkler zu machen. Seht ihr, das ist einfach sehr braun. Dann kann man so
einen Tropfen davon in sein Lieblings-Make-up reinmischen und dann wird es dunkler. Ich hoffe, dass es dann gut funktioniert. Dann haben wir für meine Augenbrauen, das ist so ein Puder und ich mag das voll gerne, wenn ich hier vorne meine Augenbrauen so ein bisschen auffüllen will, weil die hier vorne ein bisschen dünn sind und man die nicht so gut sieht. Und da ist auch so ein kleiner Pinsel bei und 2 Farben, das ist so ein bisschen heller und das ist dunkler. Ich benutze eigentlich immer nur das helle. Das ist echt super. Und dann mache ich meistens das drüber. Das habe ich jetzt nicht nochmal neu geholt, weil ich das noch zu Hause habe. Aber das ist von Maybelline. Das ist dieses Gel, das wollte ich euch zeigen, weil ich das so gerne mag. Das heißt Super Lock. Damit kann man richtig gut die Augenbrauen stylen. Die bleiben auch richtig gut in der Form den ganzen Tag. Und das Wichtigste ist, das macht nicht diese weißen Rückstände. Das ist mir hier noch nie passiert. Das ist echt das Beste, was ich bis jetzt gefunden habe. Oh Leute, mir ist so warm, falls ich jetzt anfange zu glänzen. Es liegt daran, aber ich kann das Fenster nicht aufmachen, weil draußen ist es laut. Und ich wollte den guten Ton für euch. Okay, machen wir noch was für die Augenbrauen. Und zwar habe ich mir noch diesen Stift geholt. Den benutze ich auch manchmal so im Wechsel mit dem Puder. Manchmal benutze ich auch beides. Aber den benutze ich meistens nur, um so ein bisschen Form zu machen. Und hier unten so das nachzumalen. Das ist der auch von Maybelline, das heißt Express Brow und der ist so schön dünn. Ist fast wie der von Benefit, weil der hat ja auch so eine ganz dünne Spitze, aber der war mir irgendwann zu teuer dafür, dass ich ihn jeden Tag benutzt habe. Und der heißt Deep Brown, also das ist die Farbe, die ich benutze. Dann haben wir Lip Liner von Maybelline, weil ich habe versucht, so eine Farbe zu finden, die ist wie der von Charlotte Tilbury in Pillow Talk, weil der geht bei mir so schnell leer, wirklich. Ich kann mir nicht jede 2 Wochen einen neuen Lip Liner kaufen für 30 €, deswegen habe ich jetzt den hier geholt. Das ist der Superstay von Maybelline in der Farbe 15 Lead the Way und ich habe die alle ausprobiert. Und das hier war die Farbe, die am meisten an Pillow Talk dran gekommen ist. Dann haben wir noch 2 Stifte für meinen Eyeliner. Und ich mag das nicht mit so flüssigem Eyeliner was zu machen und auch nicht schwarz, weil ich finde, das ist zu hart für meine Augenfarbe und für meine hellen Haare. Der heißt Long Lasting Eye Pencil. Und den hier habe ich in der Farbe Hot Chocolate. Aber jetzt habe ich den hier noch geholt, weil der hat so ein bisschen Glitzer mit drin. Den finde ich auch sehr schön. Das ist die Farbe Sparkling Brown. So für den Sommer dachte ich, wenn man dann schön braun ist. Und im Winter benutze ich dann meistens den hier. Ich kann nicht so gut Eyeliner machen, vor allem nicht mit diesen flüssigen Dingern. Aber der hier hat schon so eine Spitze, die ist richtig gut geformt. Und da mache ich einfach einmal so. Und dann ist mein Mini-Eyeliner fertig. Und dann könnt ihr den noch richtig gut verblenden, weil der ist schön weich. Also das ist eine absolute Empfehlung von mir. Ich glaube, die benutze ich auch schon seit ich 14 bin oder so. Damit habe ich das erste Mal angefangen, mir diese Eyeliner zu machen. Und seitdem benutze ich die immer wieder. Guck mal, was ich Cooles gefunden habe. Ich habe richtig lange ausprobiert, dass ich eine Naturkosmetik-Mascara finde. Und ich habe immer gedacht, das kann nichts werden, weil irgendwie waren alle kacke. Aber jetzt habe ich die hier gefunden von der DM Naturkosmetik-Marke. Und die heißt Volumen. Und die ist richtig gut. Die hält auch den ganzen Tag. Ich bin begeistert. Da steht auch drauf, 12 Stunden Langzeit halt, aber ich dachte, das wäre Scam oder so, aber ich habe es ausprobiert und die hält richtig toll. Und ich mag auch das Bürstchen davon, also ich mag nicht diese dünnen Bürsten, weil ich mag, dass meine Wimpern halt so ein bisschen dicker werden. Da hält richtig gut die Farbe dran. Ja, also falls ihr auch was sucht, falls ihr irgendwie so sensitive Augen habt oder so, müsst ihr die mal ausprobieren. An Make-up habe ich jetzt noch das hier, ein Concealer. Ich habe nämlich hier manchmal so Mini-Pickelchen, die sich nicht so gut abdecken lassen. Da habe ich mir den geholt. Das ist der Essence Camouflage Matte Concealer. Der ist wasserfest, also der hält wirklich den ganzen Tag. Und der ist so ein bisschen dicker, also da ist nicht so eine dünne Formulierung. Den würde ich jetzt vielleicht nicht unter meine Augen packen, weil dann kriegt man so ein bisschen so Crease. Aber für Pickel abdecken ist der hier richtig gut. Also den kann ich hier auf jeden Fall empfehlen. Und dann mache ich noch Puder drüber und dann sieht man nichts mehr. Und jetzt habe ich neu ausprobiert, aber finde ich echt cool, muss ich sagen. Es gibt ja jetzt She Glam bei DM und der Highlighter ist wirklich richtig gut. Ich finde, der sieht auch schön aus. Hier, das ist die Verpackung davon. Und vor allem für so ans Auge dieses Inner Corner Highlight zu machen. Ich mag generell diese weißen Highlighter sehr gerne, um mein Augen-Make-up zu machen. Das ist auch in der Farbe Vanilla Frost. Ja, schöne Verpackung, kann ich euch empfehlen. Jetzt kommt meine Lieblingsmaske von DM. Die, ich weiß gar nicht, von Svenja Wahlberg. Das ist diese Kollagenmaske und die lässt man so 60 Minuten drauf und dann wird die transparent. Und danach hat man so einen richtig schönen Glow. Also die mache ich manchmal morgens drauf, bevor ich mein Make-up mache, so am Wochenende oder so. Und die ist eine super Maske, also da wirklich ganz viele Sachen drin. Vitamine, Ceramide, Peptide, all die möglichen Sachen. Aber das sind halt diese viralen Kollagenmasken und ich finde es cool, dass es eine bei DM gibt. Ja, die müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und jetzt habe ich noch meine Lieblingslippenpflege, die müsst ihr euch holen. Vertraut mir, wenn ihr eine Sache bei DM kaufen könnt, ist das. Das ist meine Lieblingslippenpflege. Im Winter rettet ihr jedes Mal meine Lippen, wenn die trocken sind. Das ist von Verde. Das ist diese gelbe mit
Calendula. Und die hole ich mir jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin. Das ist das Einzige, was richtig gut funktioniert bei meinen Lippen, weil ich mag das nicht, wenn das so ölig wird. Das ist halt mehr so eine cremige, dicke Schicht auf den Lippen. Und habe ich noch Augenpads. Das sind diese Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron von DM. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt, aber ich finde es schön in meinem Gesicht und ich habe das Gefühl, dass meine Augen danach so schön frisch sind. Dann habe ich mir geholt Do Nails. Habe ich gerade auch auf meinen Nägeln drauf. Das sind diese Gel Press-Ons, die es jetzt auch bei DM gibt. Die kleben so selber. Also da sind so Klebefolien bei. Die macht man erst auf den Nagel und dann presst man halt dieses Press-On drauf. Und das soll 2 Wochen halten. Also einer hat gestern einen kleinen Absturz gemacht. Ich muss wieder neu ankleben. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Aber ich finde, die sind halt schön, wenn man irgendwie so schöne Nägel braucht für so 1-2 Tage. Man kann die vielleicht auch mit richtigem Nagelkleber aufkleben. Ich finde, die halten nicht so gut wie so Gel-Strips. Aber ich finde sie halt schön. Die haben auch eine schöne Form. Das ist jetzt das Design, was ich gerade drauf habe. Die benutze ich ja sonst immer. Das sind diese UV-Gel-Strips, die man drauf macht, dann so auf die Länge abfeilt und dann unter die UV-Lampe hält. Und das hält wirklich lange. Die habe ich manchmal 3 Wochen drauf und die fallen nicht so schnell ab. Das ist Mullet Wine und das ist so ein Weinrot, aber da ist so ein bisschen Schimmer drin. Könnt ihr das sehen? Okay, Leute, das war jetzt mein DM Markt Haul, meine Favorites. Die könnt ihr aber ausprobieren bei eurem nächsten DM-Besuch. Und ich hoffe, ich kriege die jetzt alle in meinen Koffer rein. Muss ich ein bisschen quetschen, aber es muss alles noch mit nach Mallorca. Ja, Leute, falls es dir gefallen hat, dann lasst jetzt unbedingt mal einen dicken Daumen nach oben da. Falls sich meine DM-Sachen ein bisschen Inspo gegeben haben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und abonniert meinen Kanal. Ihr wollt alle abonnieren. Ihr müsst einfach nur auf den Abonnieren-Button klicken. Das ist kostenlos. Und ich würde mich sehr freuen. Dann schaffen wir bald endlich mal die 1 Million YouTube-Follower. Und falls ihr einen DM-Favorite habt, dann schreibt den doch gerne mal für uns alle nochmal unten in die Kommis. Dann können wir uns noch ein bisschen austauschen. Oder uns nochmal mehr Inspo holen. Und vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Inspiration von euch, was ich mir noch unbedingt holen muss bei DM und mitnehmen muss nach Mallorca. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Bye, bye!